Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Madden NFL 22. Und heute geht es gegen die Buffalo Bills. Und strahlender Sonnenschein heute in Miami. Hoffen wir mal, dass es ein gutes Omen für dieses Spiel wird. Für uns. Und da kommt unser QB. Und Tagovailoa, das sind seine Werte nach dem ersten Spiel. Relativ gut, würde ich sagen. Geht natürlich besser, aber man muss ja auch davon ausgehen, Tours erste richtige Season ist das jetzt, die wir hier spielen, als Starter der letzten Season. War es ja immer noch so ein Wechsel mit Fitzpatrick. Und jetzt die erste Season mit Tour als Starter. Und der erste Lauf geht schon mal ganz gut los. 2004 nur noch. Und Grant geht rüber und das ist das neue First Down. Erster Ball gleich mal 5 Yards von Tour. So. Todd Gurley mit dem nächsten Lauf für uns. Und da wieder ein relativ guter Lauf. Damit ist er jetzt beim zweiten und 10. 4 Yards hat er in dem Lauf gut gemacht. So. Und das ist ein richtig guter Lauf von Todd Gurley. Also der junge Herr hier dreht. So. Establish what they wanted, the running game, and guess what? The pressure gets there, and Tua is going to be taken down. The veteran Mario Addison in there to drop him for a loss. That's a pretty darn good start this season, huh? A sack in the opener, adds a second one here. That tells you about his offseason. He came in determined to have a big year, and it's paying off. Throwing on second and long. Tua. Und den hat Devonta Parker. 3. und 10 damit. Das nehmen wir. So. An extra defensive back here for the Bills on 3rd down. From the gun, it's Tua. He'll find Parker again, complete. Ja, und das wird nichts mit einem First Down. 4. und 5. Damit müssen wir leider punten. Und Flores mit dem Kick und das hinter der 20-Yard-Line. Und jetzt kommt Josh Allen. Und seine Werte sind relativ gut mit 280 Yards, aber halt kein Touchdown und kein Interception. Also kein Interception im ersten Spiel ist gut, aber kein Touchdown wundert mich. Aber das würde auch erklären, warum sie das erste Spiel verloren haben. Und den fängt Cole Beasley nicht. Schon mal nicht schlecht. Und da fällt Singletary zum Glück. Erster Run, 7 Yards. Und er war, so wie ich das gerade verstanden habe, derjenige, der den Touchdown letzte Woche gemacht hat. Und das ist der Touchdown.
Warum versucht den User Hitstick mit Xavier Howard anstatt hinterher zu... Also ihn einfach hier mit Viereck zu stoppen. Ja, das ist dann natürlich der Touchdown, der nicht verhinderbar ist. Und damit schon mal ein schöner Nachteil für uns. Direkt zu Beginn noch 3 Minuten im ersten Quarter und wir liegen 7:0 zurück. Den Return war nicht. Da sind wir zu weit in der eigenen Endzone. Und jetzt... So Miami coming out for their second drive. Early on, you know, Charles, every game could be called a measuring stick game, but I think when it comes to your division like this, it's a measuring stick game with a little extra intrigue. I would agree with that totally because warum wirft er ihn nicht weg? Ach, Tua, du Blödmann. Werf ihn doch einfach weg. Yeah, they adjusted in time and in a big way and ultimately got the sack on offense. Sometimes you're running play action just to set up a certain blocking technique. Und den fängt Parker nicht. None of it worked. And that falls to the ground incomplete. Und damit haben wir jetzt noch eine Chance, um den First Down zu kriegen, oder das war's. Now on 3rd and long, they'll look to throw. He's letting this one go for Fuller. And it's going to be incomplete. Und den hat er nicht. Und damit ist der Ball wieder weg. Aber bisher läuft es nicht gut in diesem Game. Oh, und der hat so ordentlich gesessen und jetzt haben die Bills das komplette Momentum. Das ist schon mal nicht gut für uns. Und Devin Singletary war letzte Woche derjenige, der einen Touchdown geschafft hat für die Bills. For us to be able to sit in on their film session with the offensive line. We saw how they blocked it up last week to pretty good success, and we see what their game plan is for this week. They expect that defensive front to be someone they can move. Und der ist zum Glück weg. Und wenn der jetzt auch noch angekommen, da quer übers Feld, dann hätte ich mich echt gefragt, was mit der Defense los ist. Geh doch da einer ran. Wie kann er den noch kriegen? Und da fliegt Singletary. Und Geno Atkins mit dem Tackle kommt. Na, leider bleibt es beim 2. und 10. Und warum geht dieses Tackle nicht durch? Warum springen die alle an denen vorbei? Liebes Madden. Also. Habe ich auch noch nie gesehen. Zweimal springen die alle vorbei. Und da haben wir ihn wenigstens. McKinney mit dem Sack. Gegen Josh Allen. Naja, mit werden wir jetzt in der eigenen Hälfte an der 5 oder so starten. Aber das ist mir egal. Wir haben die Bills gestoppt. Dolphins offense returning to the field. They've had it twice. They've punted twice. Not the start they were hoping for. Not at all. And let's face it, every facility we visit, everyone talks about converting on 3rd down. How big noch zweimal den Ball haben, zweimal Handen. Hoffen wir jetzt mal, dass wir jetzt was Gutes hinkriegen. Und den hat Gesicki, aber das ist halt wieder 3. und 11 und damit sind wir eigentlich schon wieder fast so gut wie raus aus diesem Drive.
Well, voller! Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er ihn. Oh, schön. Im ersten, den er da ein bisschen sagen wir es mal, hat jetzt wenigstens gut gemacht. So. Todd Gurley jetzt mit dem Lauf. So. Schöner Lauf von Todd Gurley. That play wasn't quite as big as the play that preceded it, but still, gotta like the way they're moving the football, partner. Absolutely, pretty good room to run on that last play. Yeah, they didn't get a first down, but still, you'll take runs like that each and every time, won't you? Now an open man, that's the tight end Gesicki. Den hat Gesicki. And he'll go out of bounds in the red zone just inside the 20. We saw this jumping jack make steady improvement his first 3 years in Miami. And he topped it off with 53 catches last year, career high. Now in his fourth season, I expect his numbers to continue to rise. Shedding the tackle. Und das ist ein neues First Down. It's a good gain of 11, sets him up first and goal. Wilson mit dem Lauf. And we used to consider these jet sweeps to be gadget plays or something a little bit unusual, right? Und da sind wir fast durch mit Todd Gurley. And I think it's a lot because of the receivers that are being developed nowadays. These guys look like running backs even though they're playing out on the perimeter. Second and goal from the one. Und am besten im Fullback nur hinterherlaufen mit Todd Gurley und dann ist er drinne. Und der ist drinne. Touchdown, Todd Gurley. His second touchdown on the season. And the Dolphins are an extra point away from tying up this football game. So it was the passing game that got him down here, but closer to the goal line, it's the running game that gets him home. It certainly appears to lull the defense into thinking that the passing game was going to be it the entire drive. Nice change up there going to the running game to get him over the goal line. Und damit 7:7. 3:26 haben wir von der Uhr genommen. Aber das mit Will Fuller da, der eine Pass, der hat mich wirklich schon ein bisschen aufgeregt, weil das kannst du nicht machen. Denn da so, naja, ich fange ihn jetzt immer nicht mäßig. Nicht gegen die Bills, also da können wir auch irgendwo froh sein, dass der vierte dann durchging. Weil nochmal mit einem Punt runter wollte ich jetzt nicht. Und da war Geno Atkins nah dran an Josh Allen. Also Geno Atkins zahlt sich zumindest jetzt schon mal als eine richtig gute Verstärkung aus. Und der nächste Hit. Hoffen wir mal, dass wir jetzt sie stoppen können. Nee. Der war schon mal gut. 2-Minute-Warning. 7-7. Also wir müssen jetzt 2. und 3. Ein Sack wäre gut, dann werden sie wieder ein bisschen weiter hinten bei dem Versuch. Oder nicht anbringen. So ist schon mal gut. Wir bleiben. Ich glaube, Zonenverteidigung. Ich glaube, es wird ein Pass kommen. Und das ist ein First Down. Und der letzte Fall in der Tight End. 1:35 noch. Geno Atkins sind wir wieder mit bereit.
So, da stehen zwei von uns und keiner macht die Hände hoch. Oh, Jungs! Und mit Gino Atkins bin ich anstatt auf den Sack zu gehen hochgesprungen, weil ich dachte, er wird vorher wegwerfen. Und der kommt nicht rüber, kein neues First Down. 4. und 4 und das wird ein Punt und den werden wir aber auch nicht returnen, weil der wird irgendwo in Nähe der Red Zone landen für uns. Ja. Und jetzt ist die Frage, out of bounds. 11-Yard-Line, okay. Ja, ich würde jetzt sagen, dass wir nicht zu viel Risiko gehen. So kurz vorm Ende. So, Devonta Parker. Neues First Down. Wir lassen die Zeit aber runterlaufen. Ich glaube, das Problem wird sein, wir werden in der zweiten Halbzeit den Ball nicht bekommen. So, Gesicki, der ist im Aus. Also. Lassen wir nochmal Todd Gurley laufen. And he'll just keep two hands on the football as he'll be taken down after a short pickup. Call it a gain of a yard as it brings us to the end of Das war's, Halbzeit, und wir sehen uns und hören uns nach der zweiten Halbzeit. Nach der Halbzeitpause. So. As we go up to Orlando now and hand it over to Jonathan Coachman with our EA Sports halftime report. Take it away, Coach. Okay, Brandon, we'll get you back to you and Charles in a bit, but first it's time for a trip around the NFL following an eventful opening weekend. Let's see what's happening in week 2. We'll start up at MetLife Stadium in New Jersey, and it's the Patriots with the lead in that one. Sony Michel with 2 touchdowns thus far. From there, it's off to Indianapolis to check on the Colts at Lucas Oil Stadium. And you can see there, it's the visiting LA Rams who have the lead in that one. Deshaun Jackson, a touchdown reception. Lastly, let's get out to Jacksonville. See what's happening with the Jaguars at TIAA Bank Field. And they trail the visiting Denver Broncos in that one. Teddy Bridgewater has thrown a touchdown pass. With that, let's take a look at the next-gen stats for Buffalo in that first half. And there's not much to speak of in terms of passing efficiency. But in a tie game, they know a few tweaks could make a big difference going forward. Meanwhile, for the Dolphins, they had a little more success than their Also wir counterparts müssen did weiter in the passing auf game. die Short Passes gehen, weil Final preparations being made for the konzentrieren uns second aber auch half, so ein both bisschen in auf terms die, of game also auf die plan Run and also Insights bei hydration, uns because und humidity versuchen is really ihm gonna die catch up Short to these guys, Passes no doubt. wegzunehmen. And for the call in the second half, we go back to Brandon Gaudin. Thank you, sir. A field goal separates these two teams as we come back for this. Denn unsere Läufe durch die Mitte waren auch nicht schlecht. Also das muss ich sagen. Das könnten wir mal ausnutzen. Well, I think that they probably just looked at things and said, we're fortunate that this is a tie game. No need to panic, no need to change a whole So, den hat schon mal Cole Beasley auf der Short Route. Ist schon mal kein guter Start für uns. Let's just go out and play our best football and win one for us. From the 25, here's 2nd and 6. So. Now, Charles, we take a peek there at their recent draft class, and this definitely a year where they had a chance to greatly improve this team. And you've got to take advantage when you have this type Und of an da opportunity. kommt Singletary nicht durch. You better scout them well and hit on those selections. 2 yards the gain there, and now they're left with a third. Und damit haben wir 3. und 4. Here's Allen. That's caught by Hollister. Oh, den hat Jacob Hollister und der war gut gemacht, auch mit dem Stiffarm. Davor, der war halt uiuiui. And I feel a little bit like a traitor as a former defender because that big man did not want to go down and refused to go down. If you're a defender and you don't get the right angle on a big tight end like him,
Das war jetzt nicht so gut. Da findet er nämlich auch wieder die kurze Route, die wir ihn ja eigentlich wegnehmen wollen. Und Singletary, das ist ein Yard, glaube ich. Ja. Ein Yard hat er vor Progress gemacht, mehr aber auch nicht. Will jetzt mit Ogba über die Außen. Und den hat Dix leider doch. 3. und 1. So. Und da kriegen wir noch Dix. Howard, schöner Einsatz, aber leider trotzdem angekommen. Das ist das Ärgerliche. Also jetzt gerade läuft es bei den Bills und das müssen wir jetzt mal ein bisschen wieder unter Griff kriegen. Über 100 Yards, klar war da jetzt dieser eine Megalauf dabei, aber das ist trotzdem zu viel am Laufspiel. Und den hat Xavier Howard. Nein, Xavier. Doch, Howard war's. Howard ist es. Und das ist der Pick 6 von Howard. Schön, wie er da reinkam. Vor Sanders. Das Ding runtergenommen. Und Pick 6 und die Fans bejubeln das Ding natürlich. Xavier Howard mit der Interception und die Führung für uns. Und das Momentum ist komplett zu uns übergeschwungen. 3:23 im dritten Quarter. Und so eine Ergebnisänderung ist natürlich auch ein Momentum-Change. Definitiv. So. The Bills come to the line to start their next drive. And last time, decent field position through the pick 6. Obviously costly. But they can't afford to just bunker in now. Und jetzt haben wir ihn. Singleton. Der Singletary. Also das ist dieser Junge. Den kriegen wir gerade noch 0 gestoppt. Und da ist wieder Singletary. Also jetzt versuchen wir uns natürlich alles erstmal so ein bisschen vom Momentum wieder wegzunehmen. Dolphins 72 wird nicht vergessen, ja, die Unbesiegbaren. Das werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Und der ist aber weg. 3. und 5. So. Und leider das wieder ein neues First Down. Ja, es ist sehr ärgerlich. Und da sind wir mit Gino Atkins durch. Das macht keinen Unterschied, dass ich den Pass blocken wollte. Wir kriegen trotzdem den Sack. Denn dadurch, dass wir da hochgesprungen sind, hat er noch mal kurz einen Ausfallschritt gemacht und wir konnten mit Gino Atkins gleich wieder durch und ihn niederreißen. Und damit 2018. Und damit ist Matt Breida letztes Jahr ja noch bei uns gewesen, hier in Miami, dieses Jahr bei den Bills und kommt nicht voran. Und das ist ein Penalty. False Start Offense. Noch besser für uns. Und Sanders wird eine Route nach innen machen. Und damit haben wir Beasley und das ist es. 4. und 6, das wird im Höchstfall, ein Field Goal.
Okay, das ist das Field Goal 10, 14. Aber wir haben jetzt den Ball und können die Zeit kontrollieren. Das ist das Gute. Und den lassen wir uns ausgehen. Da brauchen wir auch nicht abknien, gar nichts. Und jetzt kommen wir mit unserer Offense aufs Feld. Und wir wählen natürlich Clock aus. Weil wir wollen hier nicht unbedingt das Spiel schnell machen. Sagen wir es mal so. Das müssen wir nicht. Ja. Und Gurley. Guter Lauf. 4 Yards gewonnen. Das Quarter ist vorbei. So. This is the NFL, and it's on EA Sports. From the 29, Tua. Den hat Gesicki. Und das ist ein neues First Down. Well, that should be a reminder defensively, and I think it's a reminder to myself because you just can't sell out to stop the run. There's still enough time that this offense can move the football through the air, even on 1st and 2nd downs, and they obviously picked the right spot to throw the ball there. Das nächste First Down. Leider bin ich dann so ausgerannt. So. Certainly a nice job there by the defense rallying to the football and getting him on the ground, but I think the play gets made by the defensive front. Da kommt einer durch, will einen Blitz machen. Their job is to go ahead and get low, almost get into a ball sometimes, stack things up and make it difficult for the runner to find a hole. So, und damit sind wir jetzt beim 3. und 3. Let's just make this one succinct. Nice job there, all 11 guys on defense, diagnosing the jet sweep and putting it down. So. The Dolphins on 3rd down, 0 for 3 to this point. They could use a conversion. This time it's 3rd and 3. Throwing now is Tagovailoa. Den hat Devonta Parker. And he is going to have the Dolphins first Schönes down Ding. by a couple of yards as they're able to convert here on 3rd and 3. Give them the 3rd down conversion, 5 yards on the play. On 1st down, Tagovailoa will drop this underneath to Den hat Todd Gurley. All defenses worry that whenever anyone catches the ball and has a head of steam come out of the backfield, it can turn into a big play with missed tackles or he runs through people. But they were right there waiting, and they stopped him for a minimal gain. This drive's taken more than 3 minutes off the clock already as they come up on 2nd down. Running right through it and brought down Superlauf von Todd Gurley. 55 rushing yards rushing for him now as he's run it 11 times. Starting to feel a little to me like the air is coming out of the balloon, so to speak, defensively. They're taking their will from them right now. That's what they're doing. Whatever they want to call, it's working. They're handling things up. Und der nächste Superlauf von Gurley. Und wir sind in der Endzone. So. Now Tua just going to bat this forward on the end around. And he'll get maybe a couple before he's taken down. 2-minute warning. To the 2-minute warning. Give him 2 yards on that one. 2nd and goal now. So the Dolphins have it as we welcome you back in. They've got it 2nd and goal now as they look for that final dagger. And he gets halfway there from the 4 to the 2 on a game. Jetzt nehmen die Bills ein Timeout. Right out of the 2-minute break. We'll get a timeout used defensively with 1:56 to go. This Buffalo defense has stood their ground. This is 3rd and goal. Tagovailoa looking to throw it toward the end zone, but that's going to wind up incomplete. One thing you hope to see out of a rookie tight end is a real concentration when the ball's in the air, and I'm not sure that he didn't. But he has to be prepared for people making a play on him when that ball's up for grabs. Field Goal ist gut. Also
Heißt es jetzt verteidigen. 17-10, 1,50. Also wenn wir das runter verteidigt kriegen, haben wir den Sieg. Das wäre schon mal ein guter Erfolg für uns. Hier gegen die Bills. Und da haben wir den Bills-Spieler. Verdammt. So, Jungs, kommt. Jetzt mit Geno Atkins wieder ein bisschen Druck machen, damit wir das hier verhindern können, was wir vorhaben. Und da ist Geno Atkins durch. Und den lässt er fallen. Das ist gut für uns. So, verteidigt bloß einer die Route durch die Mitte. Und der ist weg. Der ist weg. Ein Wurf noch. Einen müssen wir noch durchhalten, Jungs. Einen einzigen. Kommt. Dann haben wir das Ding. Dann haben wir gegen die Bills gewonnen. Und der ist weg. Der ist weg. Und das muss der Sieg sein. 55 Sekunden vorm Ende. Jetzt brauchen wir nur noch ein First Down. Weil jetzt nehmen sie ein Timeout. Jetzt das First Down und Timeout. Und das Ding ist durch. Puh. 2. und 5. Und schönes Ding. Und von mir aus kann Todd Gurley jetzt noch ein paar Yards machen. Ein Lauf kriegt er noch, würde ich sagen. So. 2. und 10, das ging nicht nach vorne. I don't understand either why you would take any sort of a chance. We've seen it happen in the game of football. Doesn't matter whether you watch high school, college, or the NFL. Some people get a little greedy, try to get that extra running play in, and it can backfire on them. Und das war's. Das ist der Sieg gegen die Buffalo Bills. So a victory here for the Miami Dolphins, and they were spurred on by a strong performance in that fourth quarter as they held their opponents off the scoreboard. Everyone wants to pitch a shutout for the entire game, but when you throw one in the fourth quarter, that tells everyone that you're getting stronger and dominance is starting to take over, right? The way that you close, the way that you finish, that gets preached to you from the time you're playing Little League football all the way up through, and they closed them out with a big-time performance down the stretch. So for Miami, it's a win here in their home opener as they move to 2-0. And they will hit the road next week. Meanwhile for Buffalo, they'll drop to 0-2. And they will be back home next week for a day. Das war kein schlechtes Spiel von Tua, auch wenn wir leider keinen Touchdown mit ihm hatten. Aber wir haben den Sieg nach Hause gefahren. Weil alles können wir halt nicht hier erreichen mit ihm. Wird schwer, jede Woche hier die Rekorde abzuliefern, bis zum geht nicht mehr. Wir haben jetzt 16 Punkte, gehen zum Franchise Staff und gucken mal, was wir hier so machen können. Offense Coordinator, hier könnten wir
Boost, One Block Power. Ja, dann machen wir doch mal das hier. Die One Block Power. Ist gar nicht mal so schlecht. Und gehen jetzt eine Woche vor. Und schauen, wie wir dann so stehen in der Division. Und wir bleiben aktuell Erster mit 2-0 vor den 1-1 Jets, 0-2 Bills und 0-2 Patriots. Also aktuell sind wir diejenigen, die vorne liegen. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein paar Rookies. Also die College-Spieler holen wir uns. Und wir nehmen einfach das mit den meisten Downloads. Ja, das wäre dann das. Realistic over. Obwohl von den Likes her wird es, glaube ich, auch nochmal einen Unterschied machen, wenn wir da ein bisschen gucken. Dann nehmen wir das hier. Nehmen wir das. So, und was können wir gebrauchen? We need them all. So gefühlt, also ein Left Tackle auf jeden Fall mal, weil da können wir ein bisschen was machen. So. Okay. Komische Geräusche einfach im Hintergrund. So, nehmen wir die auf der Watchlist schon mal und gucken dann weiter. So. Player Negotiation, also Verträge können wieder ausgehandelt werden und es sind Will Fuller und Mike Gesicki. Also ihnen auf jeden Fall. Zack. Und dann machen wir so. 4 Jahre sollte reichen. Ja. Und Will Fuller würde ich auch nochmal verlängern. So und so. Ist viel Geld über 4 Jahre, aber ist auch ein guter Wide Receiver. Aber das ist, jetzt wird es schon kritisch. Das ist schon ganz schön viel, was er da haben will. Schauen wir mal. Also bisher, gut. Jason McCarthy, da bin ich am Überlegen, den gehen zu lassen und gucken, ob man da was anderes bekommt. Hier sind noch so ein paar, die man verlängern kann. Manche würde ich auch sagen, komm, lasse gehen. Weil, was wollen wir damit? Todd Gurley könnte man vielleicht noch verlängern. Auf jeden Fall Kawan Shorty, den würde ich am liebsten, Stand jetzt, behalten. Geno Atkins würde ich eigentlich auch am liebsten behalten, weil die beiden, also zumindest Geno Atkins zeigt stark, dass er hier gut reinpasst. Aber das ist halt für später, da gucken wir dann nochmal nach, was wir machen. Also, und als nächstes geht's dann gegen die Las Vegas Raiders. Mal schauen, wie das dann so wird. Ich sage auf jeden Fall jetzt schon mal Dankeschön fürs Zuschauen in diesem Part. Wir sehen uns im nächsten, wenn es dann gegen die Raiders geht. Mache jetzt noch ganz kurz das Training, um zu gucken, ob sich hier irgendwas tut. Aber ich sage auf jeden Fall schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Woche zu Let's Play Madden NFL 22. Ciao.